Die Weinkrake ist heute bei Matthias Brandweiner. Genau. Hallo, im Hallo, Astoria, grüß dich. Waldorf Astoria. Und wir haben uns in den 15. Stock verirrt. Das ist eine schöne Aussicht. Da hinten sehe ich den Fernsehturm. Genau, man kann auch auf den Zoo runterschauen mit den Giraffen. Genau. Neben mir sehe ich aber den bezaubernden Matthias Dankeschön. Brandweiner. Und ja, wo sind wir? Genau, also wir sind hier in der Bücherei momentan, in der Library im 15. Stock. Und ich arbeite fürs Le Solis bei Pierre Gagnère. Das ist unser Gourmet-Restaurant in Waldorf. Sehr, sehr französisch angehaucht, mit dem natürlich Pierre Gagnère, den großen Star, mit den 3 Sternen in Paris. Und ja, ich bin jetzt neu hier im Hotel seit 1. Dezember. Und gefällt mir sehr, sehr gut. Okay. Und da kann man auch noch ein bisschen was ändern, was ich schon ein bisschen angepeilt habe. Genau, du warst ja vorher im Sofitel. Genau, und vorher bist im jetzt Sofitel gewesen. seit einem Monat ungefähr hier, ne? Genau. Okay. Und ja, noch frische oder neue Besen kehren gut. Was willst du denn hier, also welche persönliche Note willst du denn auf der Weinkarte hier einspielen? Also für den Pierre Gagnère ist es immer sehr wichtig, dass der Hauptaugenmerk auf Champagner, Bordeaux und Burgund liegt. Das bleibt auch nach wie vor so mit den ganzen Klassikern. Aber ich will so ein bisschen was Frisches, Jüngeres, Unbekannteres dazugeben. Einfach das, was vielleicht die meisten noch nicht kennen. Dabei auch mehr in diese biodynamische Richtung gehen. Ein bisschen Natural Wine. Einfach weil ich finde, dass das sehr, sehr spannend ist und auch noch viel zu entdecken gibt hier in Berlin. Mit Sicherheit, da dürfen wir uns und können wir uns nicht beschweren in Berlin. Bedeutet also, du würdest gerne dann die Brücke schaffen, ja, zwischen der Klassik und der, sagen wir mal, Naturwein. Genau, dass einfach, wenn jetzt ein Gast bei uns ein 6-Gänge-Menü isst, dass man eine Klassiker in der Weinbegleitung hat, weil die braucht man natürlich. Aber so 1, 2 Sachen, da wo der Gast nachdenken muss, das was nicht bekannt ist, ne? Das was vielleicht einmal ein bisschen naturtrüb ist oder weiß ist und sehr viel Gerbstoffe hat. Ja. Und auch mit unserer Küche, wir haben eine ganz klassische, sehr, sehr komplexe Küche und da passen auch so komplexe Weine wie Domaine Matassa, was wir gerade in der Mitte stehen haben. Das ist einfach perfekt und Also momentan tut sich ja ein bisschen was, aber sicherlich viele Häuser, Michelin-Sterne-Häuser tun sich da noch ein bisschen schwer, diese Naturweinszene mit auf die Weinkarte zu bringen. Du möchtest es jetzt gerne machen. Wie siehst du denn die Berechtigung der Naturweine auf der Karte in der Sterneküche? Für mich ist es ganz klar, dass man, wenn ich als Gast in ein Sternrestaurant komme, dass ich nichts Alltägliches bekommen möchte, was ich auch zu Hause trinken oder essen kann. Wenn ich in so ein Restaurant komme, dann möchte ich was Neues kennenlernen, möchte ich einmal was kennenlernen, was ich noch nie gesehen habe und was mich auch vielleicht begeistern kann. Ja. Und da kann man mit diesen Weinen natürlich irrsinnig toll spielen. Und die Gäste sind momentan sehr begeistert, habe durchaus positives Feedback. Okay. Und wir machen auch so weiter, definitiv. Okay, sehr gut. Ja, dann ran an die Weine. Was Genau hast so du denn ist es. mitgebracht? Einen wunderbaren Winzer Champagner von der biodynamischen Winzerin und der bezaubernden Melanie Talon. Ist Cuvée Louise, ist der Prestige Cuvée aus den Jahrgängen 96, 97, 98 und 99. Ist vom Geschmacksprofil sehr, sehr intensiv, den würde ich auch eher zum Essen trinken. Man hat so diese leichten röstigen Aromen, geht so ein bisschen in die Kaffee-Richtung, aber auch Dörrobst und diese richtig schönen röstigen Brioche-Noten sind dabei. Für mich einer meiner Lieblings-Champagner. Okay. Weiter geht's mit einem sehr, sehr bekannten Wein, was die meisten wahrscheinlich kennen werden. Domaine Matassa vom Tom Lube aus dem Roussillon-Gebiet. Cuvée Marguerite. Der Herr hat sich aus Südafrika nach Südfrankreich verliebt. Und der Cuvée aus Muscat Marguerite, Muscat Alexandrie. Okay. Ein bisschen Viognier. Und Macabeo ist auch drinnen, ist sehr intensiv in der Nase, ist auf der Schale vergoren für ein paar Tage. Und man hat so diese Basilikum, kräutrigen, würzigen Aromen. Und er ist sehr, sehr straff, aber auch hat Volumen. Ne? Also ein Wein, mit dem man sich sehr spielen kann. Und er zeigt auch tagtäglich andere Facetten. Irrsinnig spannend. Müssen selber mal durchkosten. Da grätsche ich kurz mal rein, das ist jetzt ganz spannend. Naturwein, was könnte man dazu für ein Food Pairing haben, für die Begleitung? Da kann man sich eigentlich richtig austoben. Gibt keine Gesetze, was man nicht dazugeben kann. Ich trinke ihn sehr, sehr gern zu Käse, vor allem zu Frischkäse. Aber auch zu Fischen, die was ein bisschen Röstaroma haben, wie zum Beispiel eine Seezunge, ein bisschen gegrillt
mit frischem Gemüse perfekt dazu. Gut. Ja. Sehr schön. Und der dritte, ich habe schon gesehen, das ist was ganz Besonderes. Ja, natürlich die Klassiker haben wir auf der Karte von der Tour, Margaux, Embryon, alles da. Und haben wir gedacht, kosten wir einfach einmal einen wunderbaren Latour 1989. Ja, würde ich sagen. Glaube ich, hast du auch noch nie gekostet. Genau. Mit unserem Caramel-System. Genau. Habe ich vorher schon ein bisschen abgezapft. Genau. Sehr gut. Sehr tief in der Nase. Ja, sehr, sehr. Also der hat schon Struktur, man hat diese typischen Cassis-Noten, wie für einen Top Bordeaux gibt, hat also leichte Röstigkeit, hat eine erstaunlich frische Säure für den Jahrgang. Finde ich aber auch wichtig, ne? Da ist der Trinkfluss auch da. Und natürlich, da kann man sich nicht beschweren bei den Weinen, natürlich können Sie das auch bei uns jederzeit kosten. Okay. Das heißt also, ich kann Glas einfach mal... Genau, bei uns, wir haben wirklich diese Weine auch glasweise, wie Latour, Chateau de Chem, Cocherie, einfach um auch den Gästen das zum Kosten zu geben, damit sie sagen, okay, ich will mir jetzt keine ganze Flasche um 3.000, 6.000 Euro leisten, ich mag einfach mal ein Glas trinken und da sind wir auch preislich sehr, sehr gut dabei. Den kriegt man zum Beispiel schon bei uns für 98 Euro für das Glas. Für 98, für wie viel? 01? Oder? Für 01, genau. Okay. Kann man auch mehr? 02 wird billiger? Oder? Naja, Verhandlungssache, wie das haben wir je nach drauf ist, würde ich sagen. Gut. Also würde ich sagen, umso später der Abend, umso bessere Chancen auf Preis. Sie können es ja mal ausprobieren. Ne? Genau. Okay, sehr schön. Super. Ja, fantastisch. Der 018 war ein sehr schönes Trinkerlebnis. Danke an dich. Ich sage danke, Jens. Danke. Und würde mich freuen, wenn Sie mal vorbeischauen. Ne? Wir sind immer da von Dienstag bis Samstag im Zoo Gelegen. Okay, genau. Ist nur ein Katzensprung von Berlin Zoo, dem Bahnhof. Und ja, in diesem Sinne. Dankeschön. Okay. Viel Bis Spaß dann. noch. Lasst euch gut gehen. Ciao.